Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht habt ihr ja schon meine Videos über den Carboride W702 und Apple CarPlay auf dem Motorrad gesehen. Auf meiner kleinen Vogue 300 Rallye habe ich in wenigen Handgriffen den Monitor mittels dem mitgelieferten RAM-Mount-Halter am Lenker montiert. Der Strom kam über das USB-Kabel, das an der USB-Steckdose meines Motorrades hing. Für unsere BMW-Motorräder hat mir Carboride heute die überarbeitete BMW-kompatible Adapterhalterung für den originalen und bereits montierten BMW-Navi-Halter geschickt, den wir für den BMW Navigator 6 bereits an unseren 1200ern BMW-Motorrädern montiert haben. Schauen wir uns erst einmal die Inhalte des kleinen Paketes an. Mitgeliefert wird die Adapterplatte mit einem Anschlusskabel für den Monitor. Die Adapterplatte sieht übrigens mittlerweile etwas anders aus als auf den Produktfotos. Dabei ist auch eine englische Bedienungsanleitung, ein Imbusschlüssel und 4 Imbusschrauben, für die ich bei meiner BMW keine Verwendung hatte. Wer weiß, wofür die Schrauben sind, kann es gerne in den Kommentar schreiben. Vielen Dank dafür. Man kann ganz einfach, wie in der Anleitung beschrieben, die RAM-Mounts-Kugel losdrehen und an dessen Stelle die Adapterplatte mit der gleichen Schraube montieren. Einige von euch haben ja bei der alten Adapterplatte nachträglich einen Magneten verklebt, da sonst die Strompins des BMW Navi-Halters nicht aktiviert werden. Ganz schön clever. Deshalb habe ich mir nun mal das Innere angeschaut. Außer einer kleinen Plantine habe ich allerdings nun wieder keinen Magneten gefunden. Bevor wir es am Motorrad testen, zeige ich euch hier mal schnell die Montage im Video. Wie bereits erwähnt, ist die Adapterplatte in wenigen Sekunden montiert. Zunächst die Kugel am Monitor demontieren, die Adapterplatte aufsetzen und mit der gleichen Schraube auf dem Monitor montieren. Danach die Kabel zwischen dem Monitor und der Adapterplatte verbinden und schon ist man fertig. Jetzt gehen wir mal raus und testen das Ganze an der Maschine. Hier seht ihr nun den Originalhalter an der BMW R1200R. Mit dem Zündschlüssel öffne ich den Navi-Halter und entferne die Abdeckung. Ich setze den Carboride mit dem Adapter genauso ein wie den BMW Navigator. Man hört ein Klicken und schon sitzt der Monitor fest. Ich kann ihn jetzt genauso wie den Navigator hier in der Halterung abschließen. Starten wir nun das Motorrad und schauen, ob gleichzeitig der Carboride Strom erhält und auch durchstartet. Prima, das hat ja super geklappt, so soll es sein. In wenigen Sekunden ist auch mein Handy über Apple CarPlay mit dem Carboride verbunden. Übrigens, wenn ich die Zündung ausschalte, dann schaltet sich auch der Monitor nach längsten 60 Sekunden aus. Er zieht also nicht die Batterie leer.
Man kann sich darüber streiten, ob die 7 Zoll Monitorgröße zu groß sind. An der R1200R tendiere ich tatsächlich auch eher zu einem 5 Zoll Monitor, den es von Carperite auch gibt. Aber an der GS passt der 7 Zoll Monitor ganz gut ins Cockpit. Die Montage geht genauso wie bei dem BMW Navigator. Halter aufschließen, Montage-Riegel öffnen und schon kann man den Monitor auch entnehmen. Mein Test mit dem neuen BMW-kompatiblen Montagehalter von Carperite war positiv. Man kann nun endlich mit seinem Original BMW Navi-Halter auch über eine Adapterplatte seinen Carperite W702 nutzen. Ich finde besser als das Phone Cradle von BMW, denn das iPhone liegt nun geschützt in der Tasche und ist nicht mehr dem Regen und dem Sahara-Staub ausgesetzt. Ich hoffe aber trotzdem, dass BMW Motorrad in einigen Jahren auch CarPlay-fähig wird. Das sollte ja bei den BMW-Apps mal langsam auch State of the Art sein. Honda macht das seit langem schon vor. In diesem Sinne, bis bald, euer Jürgen. Ciao. Ja, das war es schon. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und wenn ja, dann Daumen hoch und abonniere kostenlos den Kanal. Mich freut's und du verpasst keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Jürgen.